Jetzt ist es soweit. Jetzt geht's endlich nach Hause zu Mami und Papi. Wir brauchen billige Arbeitskräfte. Billige Arbeitskräfte. Hier bin ich. Das ist genau mein Ding. Also wenn man andere Menschen essen hört, dann stört einen das so sehr, dass man die hasst. Hat mir die Hucke voll gesoffen. Knallt. Knallt echt. Und wir waren ein bisschen feiern, also auch ein bisschen doller. So entstehen Abenteuer. Einfach mal lost werden. Hi, ich bin Piep und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van, der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Ich bin nun wirklich in großen Schritten unterwegs nach Deutschland, wo ich Freunde besuche und anschließend ins Paderborner Land zurückkehre. Die Fahrt ist lang, aber da ich mautfreie Straßen gewählt habe, sehr abwechslungsreich. Alter Verwalter, haben die Spanier hier eine Autobahn reingezimmert in die Berge, ne? Mit Tunnel und allem drum und dran. Perfekter Asphalt, mega ausgebaut. Aber es ist nichts los. Es ist Samstag und hier ist echt kaum einer unterwegs. In 200 Metern im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. So, ich bin in Frankreich. Das war einfach. Die erste kleine Grenze hat er geschlossen, wo ich rüber wollte. Aber die zweite kleinere Grenze hat offen. Die Polizei stand da, aber Bock zu arbeiten haben die nicht wirklich. Insofern haben sie mich da durchgewunken. Ja, cool. Unproblematisch. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das so einfach klappt. Aber easy peasy. Yo, gleich bin ich durch für heute. Ich habe jetzt über 6 Stunden Fahrt hinter mir. Ich denke, das reicht für heute. Ich habe mir mal einen See ausgesucht, oder ich glaube, es ist eine Lagune, wo ich versuche mal irgendwo ein Plätzchen zu finden zu parken. Nix wie rein in die Fat Lady. Hier ist Mückenalarm. Millionen Mücken. Der nächste Morgen ist angebrochen. Wow, ich habe einen ganz schön friedlichen Platz erwischt, muss ich sagen. Bis auf ein paar Fischer ist hier nichts los. Ich stehe direkt an einem Fluss, aber es ist Meer. Das ist Salzwasser. Total schön, total ruhig. Ich bin gerade zu faul zum Weiterfahren. Ich glaube, ich bleibe hier erstmal einen Tag oder so. Lese ein Buch, koche mir was Schönes. Ich mache gerade das Video für die Surfschule, wo ich war, also La Wave. Und ich stelle gerade fest, ich habe ein Problem damit, Essensgeräusche, also Soundeffekte als Essensgeräusche zu machen, weil ich so einen kleinen Tick habe. Wobei es ist kein Tick, es ist eine Krankheit, das ist eine bewiesene, festgestellte Krankheit, die heißt Misophonie. Man kann Leute oder andere Menschen nicht essen oder trinken hören, vor allem wenn man gerade selbst nicht isst oder trinkt. Und ich bearbeite gerade dieses Video und da ist so ein Apfel, den er greift und isst. Und ich habe so ein Essensgeräusch für einen Apfel runtergeladen und dahinter gemacht. Und jedes Mal, wenn ich das höre, da kriege ich echt Hass. Irgendwie lest euch mal durch, was das heißt, Misophonie auf Wikipedia. Wenn man andere Menschen essen hört, dann stört einen das so sehr, dass man die hasst. Also man fängt an, die Menschen zu hassen. Das ist ganz schön nervig, aber es haben tatsächlich gar nicht mal so wenig Leute. Hier war gerade die Polizei. Hat mich komisch angeguckt, kurz geschaut, gedreht und ist wieder weggefahren. Wo ich stehe, war auf jeden Fall ein Schild, dass es verboten ist, hier zu stehen mit dem Wohnmobil. Naja, wahrscheinlich Gnade vor Recht. Nachdem ich mich gestern ordentlich entspannt habe und auch ein bisschen Video geschnitten habe, fahre ich heute weiter und definitiv Richtung nach Hause. Ich werde einen kleinen Zwischenstopp bei einem Weingut machen und ein paar Kisten Wein für mich und Freunde einladen. Bin sehr gespannt. Also die Auswahl an Weingütern ist hier krank in Bordeaux. Ich habe mir jetzt mal einen ausgesucht, wo die Webseite ganz gut aussah und es auch familiengeführt ist, also ein bisschen kleiner und trotzdem Qualitätswein.
Also irgendwie ist irgendwas anders als sonst. Die Fat Lady verbraucht extrem wenig. 9,1 Liter. Das ist knapp 2 Liter weniger als sonst. Also ich fahre ungefähr die gleiche Geschwindigkeit wie sonst. Es geht jetzt nicht sonderlich bergab, ich bin im Flachland unterwegs. Interessant. Das könnte am Diesel liegen, den ich getankt habe. Aber ich hatte das günstigste getankt, was ich gefunden habe. Insofern, tja, naja, ich will mich nicht beschweren. Ja, ich bin angekommen auf der Farm. Ich glaube allerdings, dass die gerade Mittagspause haben. Die machen erst um 1:30 auf, also in einer Stunde. Oh, jetzt gucken wir das schon mal an. Ich koche mir ein bisschen was. Später gehe ich ein bisschen Wein kaufen. So, der Shop hat jetzt auf. Ich habe lecker gegessen, Timing ist perfekt. So, hab mir die Hucke voll gesoffen. Knallt echt. Nein, so viel habe ich nicht getrunken, aber ein paar Gläschen. Also ein paar Gläschen, so viel. Coole Weine gefunden. Lass jetzt knapp 200 € hier und nimm ein bisschen Wein mit. Also wer was braucht, sagt Bescheid. Da ist er, mein Wein. Ich cruise hier gerade durch die Landschaft. Mal wieder Straßen ohne Maut, weil ich fahre sowieso nur 80 oder 90. Da lohnt sich Autobahn nicht so richtig. Und man sieht so ein bisschen was von Land und Leuten. Was auffällig ist, dass es echt sehr viele kleine Dörfer gibt, die quasi verlassen sind und ganz, ganz viele baufällige Häuser da sind. Das ist mir aber auch schon vor 2 Jahren aufgefallen, als ich mal in Frankreich war. Schon krass. Also ich meine, auch wir in Deutschland haben so ein bisschen Stadtflucht und ein bisschen leere Dörfer, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Die sind dann wirklich so richtig verlassen, abgeranzt, quasi fast Bauruinen. So, ich bin angekommen. Oh, was ein langer Fahrtag. Das belegt auch der Bordcomputer. Frag mich nicht, wie diese 9,1 Liter pro 100 Kilometer hingekommen ist. Also normal sind es 11. Keine Ahnung, was ich heute anders gemacht habe. Gut, ich bin Landstraßen gefahren, Durchschnittsgeschwindigkeit ist aber dieselbe. 2 Liter weniger? Krass. Vielleicht soll ich mal gucken, ob ich hinten irgendwas verloren habe oder irgendwie auf dem Dach oder so. Naja, das ist auf jeden Fall mein Platz für heute Nacht. Schön an dem Fluss. Eigentlich wollte ich schon wieder weitergefahren sein. Es ist schon 11 Uhr. Aber irgendwie habe ich keinen Bock zu fahren. Das Wetter ist gut, der Stellplatz ist gut. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen hier. Auch wenn nicht immer Sonnenschein ist, es ist ziemlich geil, sein Homeoffice oder sein Office in seinem Zuhause zu haben und draußen ist einfach geile Natur. Ja, ich liebe es. Schön in der frischen Luft zu sitzen, dabei zu arbeiten, einen Tee zu trinken, zu entspannen. Mega geil. Heute gibt's Kürbis, Karotten, Kartoffelsuppe. Und das wird jetzt ordentlich gemixt. Ja, schmeckt. Guten Appetit! Ich bin tatsächlich heute nicht weitergefahren. Ich hatte einen richtig schönen, entspannten Tag.
langsam angefangen mit Yoga und ein bisschen draußen gesessen und meditiert und spazieren gegangen, hab gekocht und ich habe mal eben heute einen Vlog fertig gemacht. Jo, morgen geht's weiter. Ich besuche Freunde in Bad Honnef. Die kommen morgen auch aus dem Urlaub, ich glaube von der Ostsee oder so. Ja, bis Bad Honnef sind es von hier aus noch so, ich glaube 580 Kilometer. Also morgen dann nochmal eine ordentliche Fahretappe, das sind mindestens 8, wenn nicht 9 Stunden. Ich habe keinen Bock auf Fahren. Ich bin mal wieder on the road. Bin eine Stunde gefahren, muss noch 7 laut Navi. Wahrscheinlich wäre es eher 8 oder 9 mit Pause, gerne 10. Mal gucken, ob ich das heute alles so durchfahre. Was mir aber gerade auf der Straße auffällt, gestern und heute, man sieht Ausländer, also aus Belgien und Holland. Es ist nämlich seit dem 15., ich glaube, das ist vorgestern gewesen, erlaubt, wieder in Frankreich einzureisen. Und naja, die Grenze wird natürlich gestürmt und die Urlauber brechen drauf los mit ihren Wohnwagen und es geht wieder los. Deutsche habe ich aber noch nicht gesehen. Ich komme näher, noch 50 Kilometer bis Luxemburg. Und ich habe gerade festgestellt, ich war noch nie in meinem Leben in Luxemburg. Das heißt, mein erstes Mal. So, nochmal günstig Sprit abstauben in Luxemburg. 93 Cent. Deutschland! Ich bin in Deutschland! Unfasslich. Ich war noch nie so lange weg aus Deutschland. 4 Monate? Ja, genau 4 Monate. Das längste war sonst irgendwie 4 Wochen Urlaub oder so. Ja, da bin ich wieder. Back in business. Ich kann endlich wieder verstehen, was ich da lese auf den ganzen Schildern und den Gebäuden. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin gleich da, 12 Kilometer noch. Ich freue mich riesig, Robert und Jenny wiederzusehen. Ich habe die seit Ewigkeiten nicht gesehen. Wahrscheinlich über ein Jahr oder so. Und die haben sich vor kurzem, oder vor gar nicht so kurzem, vielleicht schon vor einem Jahr oder so, ein Reihenhaus gekauft und das ein bisschen schick gemacht. Und ich war noch nie da. Deswegen freue ich mich, das jetzt mir gleich mal anzugucken. Ich bin jetzt aber auch echt platt. Wenn ich ankomme, dann bin ich 9,5 Stunden gefahren. Ja, mit Pause über 10 Stunden unterwegs. Das reicht für einen Tag. Guckt euch den Rhein an. Ja, moin. Also ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt. Ich war tot nach 10 Stunden Fahrt. Ja, bin aber gut angekommen. Gab lecker Essen von Jenny und Rupert. Und eine warme Dusche. So eine richtig echte warme Dusche. Ja, geiles Wetter. Wir nutzen diese Gelegenheit und machen eine kleine Radtour. Und dieser Typ, wer bist du eigentlich? Robert? Das ist der Rob aus Bad Honnef. Wir machen eine kleine Radtour. Er zeigt mich hier ein bisschen rum. Das ist mein geliehener Drahtesel hier. Erste Station, die blaue Sau. Das ist irgendwie so ein Typ, der sammelt hier so alte Kriegsgeräte, aber auch Wohnwagen und so Nostalgiesachen. Was ist das für ein Typ, Robert? Ein Autosammler, aber er sammelt wirklich alles, was groß und blau und grün und mächtig ist und viel Diesel verbraucht. Okay. Und er kauft irgendwie auch von den Steel Buddies? Sicher. Von D-Max, wer es guckt. Das ist dieser verrückte Typ, der sämtliche Militärtechnik von der ganzen Welt zusammenkauft und dann irgendwie für teuer Geld wieder verkauft.
Yo, das Cockpit. Alter. Autsch, gut, dass du einen Helm auf hast. Oh ja. Ha, ich habe einen neuen Van gefunden. Den da. Amphibienfahrzeug. Da kann ich Ozeane überqueren. Wer ist dafür, dass ich meinen Van eintausche? Gegen dieses dicke Ding? Einmal liken bitte. Der Robert testet hier meine Fitness. Scheucht mich hier irgendwelche komischen Berge hoch. Hey. Ja! Jo, wir haben die Fahrräder weggeschmissen. Kein Bock mehr. Wir gehen jetzt wandern. Im deutschen Wald. Ich glaube, wir haben uns verirrt, aber der Robert, der will das nicht zugeben, weil der will mich hier im Wald ordentlich... Klar, wir machen hier ganz analoge Navigation. will mich hier verführen im Wald. Ich sehe es schon kommen. Moment, ich hol die Knebel raus. Die Männer haben gekocht und es gibt als Vorspeise eine schöne Kürbis-Kartoffelsuppe. Kürbis-Karotten. Ja, genau. Als Hauptspeise gibt's Kartoffelveggies, Möhrchen und Zucchini und Salat. Schön im Garten bei geilem Wetter. So ist es. Herab. Na weh, der Salat schmeckt nicht, der hat eine Piek gemacht. Stimmt. Aber ehrliche Meinung wollen wir hier eh nicht hören. Ja, nach der guten Stärkung geht's jetzt los auf eine Fahrraddemo. Da werden wir so richtig radikal. Ich habe hier schon Vermummung. Und dann, Alles Corona-Mundschutz. genau, alles Corona-Mundschutz. Unten, damit man mich nicht erkennt, wenn ich Autos anzünde. So. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Ich bin in Jungfahrt. Meine erste Demo. Und hat's wehgetan. Ja, hat mega wehgetan. Ich habe kein Auto angezündet, ey. Das ist voll enttäuschend. Ich wollte Autos brennen sehen. Aber das können nur die Franzosen richtig gut, habe ich gehört. Guck mal, was wir da haben. Ein chinesisches Restaurant. Ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Ich bin immer noch ganz aufgeregt von dieser wilden, radikalen Fahrraddemo. Verrückt war das. Richtig verrückt. Of my country and go back from where you came. My country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. Boah, bin ich im Arsch. Robert hat mich gepeitscht. 40 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer Wandern heute. Ich bin kaputt. Ich bin 3 Monate kein Fahrrad gefahren und davor, glaube ich, ein Jahr nicht. Nein, stimmt nicht, ist gelogen. Aber trotzdem nicht im Training. Das war ein bisschen hart. Aber jetzt geht's in die Infrarotsauna. Ich bin hier quasi im Vanlife Wellness Camp 2020. Hier gibt's alles. Geiles Essen, Strom, Internet
Infrarotsauna. Der nächste Morgen, ich habe geschlafen wie ein Baby, ich war tot, ich bin nicht einmal aufgewacht. Und heute steht an, Pflastern. Das ist der einzige Grund, warum Robert und Jenny mich eingeladen haben. Die wollen, dass ich hier pflastere. Wir brauchen billige Arbeitskräfte. Billige Arbeitskräfte. Hier bin ich. Das ist genau mein Ding. Now get that pussified polish box on piece of glory. I'll never rhyme out of my face. Wintertime, springtime, summertime, autumn. Show me Johnny Jones, Martha Yoakum if you got 'em all. Country like Johnny, country like Merle, country like Loretta, that honky down girl. Country like Towns, country like Travis. I'm a country fried junkie with a bad habit. Country like Chris, country like Gretchen. If you ain't cooking country, then get out of the kitchen. I'm a country like Hank, 1, 2 and 3. So, ich habe den Robert und die Jenny verlassen. Die kommen schon ohne mich klar mit den Pflastern, die schaffen das, ganz bestimmt. Ich fahre weiter, einen anderen Freund besuchen, nämlich Christian aus Mönchengladbach. Und wenn ich aber schon mal in Bonn bin, dann kann ich mir ja nicht die Gelegenheit entgehen lassen, und beim Haribo Werksverkauf mal vorbeizuschauen und ein paar Tütchen mitzunehmen. Ne? Get your coat and get the fuck out of here. Der Traum eines jeden Kindes. Zucker en masse. Verpackt in schöne Formen. Okay, ich habe eingekauft. Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es ist nicht alles für mich, ja. Es sind auch ein paar Geschenke dabei. Nächster Stopp, ich bin angekommen in Mönchengladbach bei Christian. Der grillt hier fleißig. Liegt wieder ein bisschen Fleisch. So ein bisschen habe ich es vermisst, muss ich gestehen. Die sind halt auch schon in einer anderen Konstitution, sag ich mal. Christian und ich, wir gehen wandern und ein bisschen Yoga machen, weil Christian ist auch so ein Bürohengst, wie ich früher war. So viel sitzen und so. Deswegen brauchen wir ein bisschen gegen Ausgleich. Und wir haben gerade was Witziges gefunden. Angelpark Klein-Sibirien. Ich finde es irgendwie witzig. Also wer es noch nicht weiß, ich komme daher aus Sibirien. Wie heißt es so schön? Vor der Arbeit kommt das Vergnügen. Ja, meine lieben Kinder, lernt von den Erwachsenen. Wenn man in den Wald geht, da gibt es nicht immer Internet, ne? Ja. Habt einen Kompass dabei, das schadet nie. Und eine Landkarte auf dem Papier ist auch manchmal nicht schlecht. Kann nicht schaden. Weil wir haben uns gerade ein bisschen verirrt. Aber ja, Wir finden nach Hause. wir finden nach Hause. Wir wissen, glaube ich, jetzt so ungefähr, in welche Richtung wir müssen. Achso, und Handy aufladen vorher schadet auch nicht. Uns ist zu diesem Thema auch noch eine Geschichte von Chiang Mai eingefallen. Chiang Mai ist eine Stadt im Norden von Thailand. Christian und ich waren da vor 9 Jahren, vor einer halben Ewigkeit, als wir noch jung waren. Ja, da waren wir noch jung. Und wir waren ein bisschen feiern, also auch ein bisschen doller. Und wussten dann nicht mehr so genau, wo unser Hostel ist. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir mitten in der Nacht durch. Es wurde schon hell und wir sind einfach, also wir haben ganz Chiang Mai erkundet. Das ist keine kleine Stadt. Bis wir irgendwie zufällig über unser Hostel gestolpert sind. Und als es hell war, sind wir dann irgendwie todemüde ins Bett gefallen. Ey, und wer schon mal in Thailand war, ne? Ein Tuk-Tuk gibt's ja überall. Also es gibt Millionen. Aber wenn du mal eins brauchst mitten in der Nacht, Dann gibt's keins. gibt's keins. Schlimm. So entstehen Abenteuer. Einfach mal lost werden. Genau.
Diese ganze 4-wöchige Thailand-Vietnam-Reise im Jahr 2011 war das reinste Abenteuer und es war einfach alles dabei. Es fing an mit einem überraschenden Business-Class-Flug, bei dem wir uns einmal die ganze Cocktailkarte hoch und runter getrunken hatten. Angekommen in Thailand erwartete uns die Jahrhundertflut, in der es schließlich zur Überflutung Bangkoks kam. Mit unseren weniger als 10 Kilogramm wiegenden Rucksäcken haben wir auf Mopeds das Land und Leute auf eine Art kennengelernt, die mir bis dahin fremd war. Das Leben war einfach, die Unterhosen wurden vom Fahrradwind auf dem Moped getrocknet. Es gab zahlreiche Zwischenfälle, darunter auch ungewollter Bodenkontakt beim Mopedfahren für Christian mitten in der Walachei. Ich habe prinzipiell genug Foto- und Videomaterial, um eine kleine Videogeschichte daraus zu stricken. Würde es euch interessieren? Schreibt mir unten in die Kommentare. Christian und ich sitzen hier gerade beim Feierabendcocktail und bewundern den Rasensprenger und fragen uns, wie zum Teufel funktioniert dieses Ding? Warte mal, ich zeig das mal kurz. Das ist so ein Ding hier, so ein Schwenkding. Irgendeiner eine Ahnung oder sich schon mal gefragt, wie zum Teufel dieses Ding schwenkt? Weil das hat ja keinen Strom. Das muss ja irgendwie rein durch den Wasserdruck hin und her schwenken. Das nennt sich, glaube ich, Viereckregner. Viereckregner. Wir haben jetzt ein bisschen gegoogelt und es scheint schwarze Magie zu sein, weil es gibt keine Erklärung dafür. Aber vielleicht weiß es ja da draußen jemand von euch. Gebt uns einen Tipp. Jetzt ist es soweit. Jetzt geht's endlich nach Hause zu Mami und Papi. Wie lange war ich weg? 4 Monate? Ja, Februar. Ja, über 4 Monate. Ich werde verrückt. Jetzt ist es gerade auf 8,7 gesunken. Keine Ahnung. Das ist genauso ein großes Mysterium wie dieser Rasensprenkler, von dem ich nicht weiß, wie der funktioniert. Immer noch nicht. Wir haben ihn gestern fast aufgesägt. Wir waren kurz davor. Schwarze Magie. Eindeutig schwarze Magie. Ach so, und ja, das ist zwar der Bordcomputerverbrauch, aber ich habe schon immer bei meinen Autos immer den Verbrauch manuell errechnet in der App. Und der stimmt ungefähr. Also das kommt hin. Plus minus 0,1 Liter. Also das ist die Wahrheit. Der verbraucht wirklich so wenig auf einmal.